Hallo und willkommen zu meinem Laufbandvergleich. In diesem Video stelle ich dir 3 der meiner Meinung nach besten klappbaren Laufbänder von der Marke WalkingPad vor. Ich habe alle Modelle ausgiebig getestet und du erfährst ganz genau, welches Modell für dich geeignet ist. Dieses Video ist eher theoretisch und soll dir genau die Unterschiede, aber auch die Highlights und negative Aspekte der Laufbänder zeigen. Die einzelnen Testvideos verlinke ich dir auch nochmal, falls du dich weiter zu dem jeweiligen Modell informieren möchtest. Am Ende bekommst du von mir eine Vergleichstabelle, auf der du alle Eigenschaften und technischen Details vergleichen kannst. Die vorgestellten Modelle verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar unter dem Video. Außerdem habe ich immer noch aktive Rabattcodes, die sich automatisch über den Link zum WalkingPad Online-Shop aktivieren. Bevor wir mit den Modellen starten, möchte ich auf einige wichtige Informationen eingehen, die vor dem Kauf für dich entscheidend sein können. Falls du diesen Teil überspringen möchtest, nutze gerne die Zeitstempel im Video. Der größte Vorteil ist, dass du die klappbaren Laufbänder ganz einfach nach dem Training verstauen kannst. So brauchst du keinen dauerhaften Platz für ein sperriges Trainingsgerät einzuplanen. Alle 3 Laufbänder schaffen bis 12 km/h, was schnellen Sprints entspricht und für 95% aller Nutzer schnell genug sein sollte. Sie lassen sich alle sehr gut an einen höhenverstellbaren Schreibtisch stellen, wodurch du auch beim Arbeiten viele Meter gehen kannst. Es verbessert dabei nachweislich die Konzentration, erhöht dein Energieniveau und hilft beim Abbau von Stress. Wenn das dein Hauptziel ist, kannst du dir gerne meinen Vergleich zu den Schreibtischlaufbändern bis 6 km/h ohne Griff anschauen, die ich auch getestet habe. Es ist die kostengünstigere Alternative und das Video verlinke ich dir hier oben rechts. Ein genereller Vorteil ist, dass du auch bei schlechtem Wetter super zu Hause trainieren kannst. Durch die Transportrollen lassen sich die Laufbänder super in verschiedene Zimmer rollen und du kannst beispielsweise beim Fernsehen noch etwas für das gute Gewissen und die Fitness tun. Bei den meisten Modellen solltest du die Lauffläche vor der ersten Nutzung von unten ölen und dann regelmäßig je nach Nutzungsintensität. Dadurch erhöhst du die Langlebigkeit und reduzierst die Lautstärke der Reibungsgeräusche. Achte hier auf die Vorgabe des Herstellers. Bei Modellen mit bürstenlosem Motor kann eine Ölung unnötig sein und sogar zu Schäden führen. Achte beim Kauf außerdem auf die folgenden Punkte, die dich persönlich betreffen. Überprüfe die Maße des Laufbands sowohl im zusammengeklappten als auch im ausgeklappten Zustand, um sicherzustellen, dass es in deinen vorgesehenen Platz passt. Achte darauf, dass das Gerät stabil steht und gleiche mögliche Bodenunebenheiten mit den verstellbaren Standfüßen aus. Alle Modelle sind bis 110 kg Körpergewicht belastbar. Wenn du darüber liegst, schau dich eher nach anderen Laufbändern um. Um dir und deinen Nachbarn das beste Erlebnis zu garantieren, ist es wichtig, dass es leise arbeitet. Bodenschutzmatten helfen dabei, den Boden zu schonen und gleichzeitig Geräusche und Vibrationen zu minimieren. Um deine Ergebnisse zu verfolgen und zu speichern, benötigst du ein Smartphone oder Tablet auf Android- oder iOS-Basis. Bei den Laufbändern wird die KS Fit App verwendet, die bei mir bisher immer super funktioniert hat. Lass uns jetzt mit den einzelnen Laufbändern und deren Highlights beginnen. Nummer 1 ist das WalkingPad MC11. Das WalkingPad MC11 ist das neueste und günstigste Modell im Vergleich. Es kann zwischen den Geschwindigkeiten 1 bis 12 km/h eingestellt werden. Vom Aufbau würde ich es auf Platz 2 im Vergleich platzieren, dieser ist insgesamt aber auch schnell erledigt. Die Lauffläche misst 120 x 44 cm und bietet genug Platz für bequemes Gehen und schnelles Laufen. Besonders hervorzuheben ist der leise, bürstenlose Motor, der sowohl effizient als auch wartungsarm ist. Das LCD-Display wird per Touch gesteuert und zeigt dir wichtige Trainingsdaten an. Beim Arbeiten am PC empfehle ich dir, das Gerät über die KS Fit App zu steuern, da du die Tasten nicht erfühlen kannst. Es hat die größten und dadurch auch die besten Transportrollen der 3 Modelle, wodurch das Transportieren viel besser funktioniert als bei seinen Mitstreitern. Insgesamt ist das MC11 ein sehr gutes Modell für Personen, die ein leises und kompaktes Laufband suchen. Für mich ist es der Preis-Leistungssieger, da du die 12 km/h bekommst und lediglich am Bedienelement eingespart wird. Das Laufgefühl ist sehr angenehm. Nummer 2 ist das WalkingPad R2. Das R2 ist ein Hybridlaufband, das sowohl im Walk-Modus ohne Griff als auch im Run-Modus mit Griff verwendet werden kann. Im Walk-Modus erreicht es Geschwindigkeiten bis zu 6 km/h, während es im Run-Modus bis zu 12 km/h ermöglicht. Dies macht es besonders vielseitig für verschiedene Alltagssituationen. Die Lauffläche ist mit 120 x 43,9 cm ausreichend groß und bietet viel Platz für angenehmes Gehen und Laufen. Ein kleiner Nachteil ist die etwas komplexere Handhabung beim Aufbauen und die schwergängigere verstellbare Griffhöhe.
Auf der anderen Seite ist es das einzige Laufband im Vergleich mit einer einstellbaren Griffhöhe. Ich persönlich finde Laufbänder ohne Griff am Schreibtisch angenehmer, wodurch das auch ein weiterer Vorteil gegenüber der beiden anderen Laufbänder sein kann. Dabei bist du aber nicht auf die 6 km/h limitiert, wie es bei normalen Schreibtischlaufbändern der Fall ist, und du kannst jederzeit in den Run-Modus wechseln, wenn du intensivere Läufe in dein Training einbauen möchtest. Insgesamt bietet das R2 ein sehr angenehmes Laufgefühl und ist sowohl fürs Gehen als auch für schnelle Läufe bestens geeignet. Nummer 3 ist das Walking Pad X21. Das Walking Pad X21 ist das hochwertigste Modell in dieser Reihe und auch meine Empfehlung, wenn der Preisfaktor keine große Rolle spielt. Die Lauffläche ist 121 x 46 cm groß und es lässt sich am leichtesten von den 3 Laufbändern auf und wieder zusammenklappen. Das moderne OLED-Display ist im Handlauf integriert und zeigt dir alle wichtigen Trainingsdaten an. Über den Drehregler in der Mitte kannst du die Geschwindigkeiten präzise einstellen. Die Anzeige ist sehr hochwertig und motiviert mich sogar auf eine gewisse Weise, diese angezeigten Zahlen so hoch wie möglich zu bekommen. Gerade bei freien Läufen vor dem Fernseher. Das X21 ist sehr gut gedämpft und hat einen leisen Motor, der die Nutzung im Büro oder zu Hause besonders angenehm macht. Ein Nachteil sind die kleinen Transportrollen, die den Transport etwas erschwert. In der Kategorie landet es verdient auf Platz 3 im Vergleich. Zudem lassen sich die lauten Piepsgeräusche beim Einstellen der Geschwindigkeit meines Wissens immer noch nicht regulieren. Diese sind im Moment unnötig laut. Insgesamt ist das Walking Pad X21 dennoch das beste Modell für intensivere Nutzung, das ich bisher getestet habe. Es bietet die modernste Technologie und wahrgenommen den höchsten Komfort. Welches Laufband ist also das Richtige für dich? Jedes dieser Laufbänder hat seine Stärken und meine folgenden Empfehlungen basieren alle auf meinen persönlichen Erfahrungen mit den Geräten. Ich gehe mit dir auf die entscheidenden Punkte nochmal ein, die dir bei der Entscheidung helfen sollen. Denke an den 160 € Rabatt auf Einzelbestellungen beim Walking Pad Online Shop, der automatisch aktiviert wird, wenn du den passenden Links in der Videobeschreibung folgst und das Produkt in den Warenkorb legst. Los geht's! Sie haben alle die gleiche maximale Belastbarkeit und unterscheiden sich nur minimal im Eigengewicht. Das MC11 hat die größten Transportrollen und lässt sich am leichtesten transportieren. Das R2 hat etwas kleinere und das X21 die kleinsten Rollen. Hier gilt, je größer die Rollen, desto besser. Das R2 lässt sich als einziges auch als Laufband ohne Griff verwenden, was gerade beim Gehen am Schreibtisch sehr angenehm ist. Wahrgenommen sind alle Laufbänder ähnlich laut. Die Lautstärke nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit zu. Das heißt, je schneller du läufst, desto lauter ist es. Das X21 hat die breiteste Lauffläche. Dabei sind alle Laufflächen angenehm breit, aber der ein oder andere hat lieber eine etwas breitere Fläche beim Laufen und da ist der Faktor eventuell interessant. Das MC11 ist so konzipiert, dass es sowohl im Stehen als auch im Liegen gelagert werden kann. Das R2 und das X21 sollen stehend verstaut werden. Vergleichen wir den Aufbau, dann ist das R2 am aufwendigsten, das MC11 kommt auf Platz 2 und mit Abstand am leichtesten ist das X21. In den Einzeltestvideos zeige ich dir diese Prozesse auch ganz genau. Letztendlich hängt die Wahl des besten Laufbands von deinen individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab. Überlege, wo und wie du es hauptsächlich nutzen möchtest und entscheide dann, welches Modell am besten zu dir passt. Die aktuellen Preise kannst du bei den Shops prüfen. Ich verlinke dir alles, wo es sie zu kaufen gibt. Das MC11 ist das günstigste, dazwischen liegt das R2 und danach kommt das X21. Wenn du mich fragst, welches ich wieder kaufen würde, dann wäre es das X21. Falls du bereits Erfahrung mit einem dieser klappbaren Laufbänder oder Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ich freue mich über dein Feedback. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Spaß und vor allem Erfolg mit deinem neuen Laufband. Bis dahin, alles Gute.